Anonymität im Internet. Die einen fordern De-Anonymisierung, die anderen fordern 0,0 Daten, die gesammelt werden dürfen. Und ich kann beide ein bisschen verstehen. De-Anonymisierung hilft vielleicht mehr, die Menschen hinter diesen anonymen Arbeiten zu sehen, und es erleichtert die Arbeit vor Gericht gewaltig. Auf der anderen Seite kommt De-Anonymisierung immer mit Überwachung einher. Der Staat kann Profile von Google abrufen, die die besseren Täterprofile ergeben. Man kann vorhersagen, wann, wer, wo, was macht, was von einem autoritären Staat ziemlich böse ausgenutzt werden kann, und ein Hacker kann damit im Zweifel ganz schön viel Mist mit eurem Leben machen. Einbruch und Stalking sind da nur der Einstieg. Psychoterror hat schon mehr als eine Person in den Suizid getrieben. Und diese Informationen sind durchaus auch verfügbar, falls eure Konten mal gehackt werden. Man könnte zumindest einiges über eure Suchmaschinenverläufe herausfinden. Krankheiten, Affären, private Gedanken, um euch zu erpressen, vor eurer Familie, eurem Arbeitgeber und mehr. Alles schon vorgekommen. Urlaube, während denen man wunderbar einbrechen kann, Hobbys, Vorlieben oder Tätigkeiten, die man wunderbar als Social Engineering Angriffspunkt nutzen kann. Alles in allem haben wir also durchaus mehr als nur einen Grund, uns ein wenig selbst zu schützen und auch mehr zu verbergen, als die meisten das tun. Denn wenn keine Daten da sind, kann man auch keine klauen. Und deswegen schauen wir uns heute nochmal eine Suchmaschine wirklich im Detail an. Und das ist Startpage. Vor kurzem haben wir uns auf meinem Kanal Suchmaschinen angesehen, nach Kriterien aussortiert, und ich hatte euch 5 Stück empfohlen, mit verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Hier nochmal die Betonung, das sind um Gottes Willen nicht alle, die gut sind. Da fehlen noch einige, und das heißt nicht, dass andere Suchmaschinen nicht mindestens gleich gut sind wie die 5 aus dem letzten Video. Einige werde ich euch wahrscheinlich noch gerne separat vorstellen, aber heute schauen wir uns nochmal Startpage im Detail an. Denn spannenderweise haben die sich bei mir wegen dem Video gemeldet, und noch viel spannender ist, einige von euch hatten in den Kommentaren ein paar Bedenken geäußert, und ich habe deswegen nochmal intensiv recherchiert, so richtig auf den Zahn gefühlt und auch auf Instagram natürlich Fragen von euch gesammelt, die ich dem CEO von Startpage persönlich stellen durfte. Ich habe auch vor dem Interview und danach noch ein bisschen weiter mit ihm geredet, und auch wenn ich tolle Antworten auf meine Fragen bekommen habe, muss ich einfach mal hier so sagen, ich bin noch deutlich beeindruckter von seiner Leidenschaft, Anonymität so richtig durchzuboxen. Ihr findet das ganze Interview in der Endkarte verlinkt, und man muss dazu sagen, es ist auf Englisch, sorry, er spricht kein Deutsch, deswegen bringe ich hier auch keine Ausschnitte mit rein, aber wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, gönnt euch. Das heißt, heute gibt es Startpage im Detail mit wertvollen Insider-Infos, die ich glaube so auch noch nicht mal öffentlich sind. Kurz zusammengefasst. Startpage ist eine der Suchmaschinen, die ich für Anonymität und Privatsphäre empfohlen habe. Sie haben ihren Sitz in den Niederlanden und sind dadurch natürlich an die DSGVO gebunden, was ziemlich strenge Auflagen sind. Das ist schon mal sehr gut soweit. Das Besondere an Startpage im Vergleich zu all den anderen Suchmaschinen ist allerdings, dass sie weder eigene Suchergebnisse haben, noch die von Bing. Das machen leider sehr viele Suchmaschinen so, und ich persönlich bin jetzt kein Freund von den Bing-Suchergebnissen. Die mögen in Amerika ganz geil sein oder in englischsprachigen Ländern ganz geil sein, aber im deutschen Markt, ich bin kein Fan von, könnt ihr aber für euch entscheiden. Startpage nutzt deswegen die Suchergebnisse von Google und stellt sie den Nutzern eben anonym auch zur Verfügung. Und das ist meiner Meinung nach erstmal ein extremer Vorteil für den alltäglichen Gebrauch, denn Google liefert eigentlich meistens die besten Ergebnisse von allen. Das habt ihr mit einigen Ausnahmen natürlich auch so empfunden in den Kommentaren. Und jetzt kann man hier natürlich auch ein paar Bedenken haben, denn Google, ne? Immerhin, wir wollen ja eigentlich gerade von Google weg. Also, wie geht das? Google stellt Suchergebnisse personalisiert vor. Das bedeutet, wenn ich nach Bug suche, kommen Inhalte für Softwareentwickler, weil Google ein detailliertes Profil über mich, meine Tätigkeiten und meine Persönlichkeit und alles andere angelegt hat. Sucht aber ein englischsprachiger Biologe nach Bug, bekommt der Käfer. Das hat natürlich auch Vorteile, aber auch Nachteile, und das Ganze nennt sich Filterbubble. Ihr bekommt Inhalte, die auf euch zugeschnitten sind. Deswegen steckt ihr immer tiefer in eurer Bubble drin. Es gibt momentan deswegen auch sehr viel Kritik an diesen Algorithmen, dass sie Menschen eben zum Beispiel mit leichten Tendenzen, zum Beispiel politisch rechts oder links, in immer extremere Gefilde bringen, weil sie ja nur noch ihre Inhalte bekommen. Das heißt leicht rechts, dann ein bisschen mehr rechts, dann ganz arg rechts und irgendwann rechtsextrem oder eben dasselbe auf der linken Seite. Das ist die sogenannte Filterbubble, und deswegen, wie gesagt, sehr viel Kritik daran. Bei Startpage ist das anders, trotz den Google-Ergebnissen. Startpage hat keine Möglichkeit dazu, dass ihr euch einloggt, und hat auch keinerlei Tracking-Cookies. Das habe ich übrigens wirklich selbst überprüft, könnt ihr auch einfach machen.
Über Cookies kann man eine ID im Browser anlegen, auch wenn man sich gar nicht bei dem Dienst eingeloggt hat. Und das ist dann sozusagen der Speicher, den die Webseite belegen darf, also einfach so in eurem Browser drin. Und ohne Cookies könnt ihr nicht ganz so gut zugeordnet werden. Jetzt das Problem, es geht allerdings trotzdem noch anders, und zwar über die IP-Adresse. Diese Adresse ist nicht auf eurem Rechner, sondern eigentlich eher auf euren Anschluss zurückzuführen. Das heißt, eigentlich habt nicht ihr diese Adresse, sondern euer Router. Seid ihr nun also in einem Haus mit zig Personen zum Beispiel, dann lässt es sich relativ schwer zurückverfolgen, wer ihr eigentlich seid. Aber seid ihr alleine oder vielleicht auch noch zu zweit oder zu dritt, dann geht das schon ziemlich gut. Und zwar anhand der Metadaten. Etwa, ja, um wie viel Uhr seid ihr regelmäßig online, mit welchem Gerät, mit welchem Browser seid ihr online, wie bewegt ihr eure Maus auf der Webseite, und ja, das wird für Tracking benutzt. Und ja, auch die Themen, die ihr sucht natürlich, sind für Tracking relevant. Kurzum, auch ohne Cookies gibt es effektive Tracking-Methoden. Ich hatte Maßnahmen dagegen schon in einer separaten Tutorial-Reihe besprochen, die packe ich natürlich für euch ebenfalls nochmal in die Endcard. Tja, und wie können wir jetzt also überprüfen, dass eine Webseite, die verspricht, euch nicht zu tracken, euch auch wirklich nicht trackt? Ich meine, Cookies, klar, kann ich überprüfen, aber der Rest, da liegt leider der Knackpunkt begraben. Kann ich gar nicht überprüfen. Hier kommt es komplett auf das Vertrauen an, das ihr zu der Webseite habt. Genau genommen reicht es nicht mal aus, wenn eine Webseite Open Source ist. Sprich, wenn ich den Programmcode komplett lesen kann. Denn auch hier brauchen wir das Vertrauen zu den Betreibern der Webseite oder auch der App, dass die Webseite auch das ist, was da als Quellcode rumliegt. Es könnte durchaus sein, dass da noch ein paar Bibliotheken, ein paar Zeilen Code jedes Mal eingefügt werden, wenn die Webseite ein Update bekommt und dann die Tracker dann noch eingebaut werden, ohne dass es halt jemand merkt. Technisch ist es super einfach und es lässt sich sogar vollkommen automatisch machen. Und deswegen eben das Interview. Robert, der CEO und Gründer natürlich auch von Startpage, hat im Interview gesagt, es gibt noch weitere wichtige Gründe, neben denen, die ich gerade genannt habe, dass man eben nicht Open Source sein möchte in dem Fall, und das sind Spammer. Die Google-Suchergebnisse, die Startpage liefert, ziehen einiges an Rechenleistung und kosten natürlich auch Geld. Das muss Startpage bezahlen, und wenn sie ihre Webseite Open Source stellen, naja, dann müsste man auch den Mechanismus gegen die ganzen Spam-Bots Open Source machen, und das würde vermutlich Möglichkeiten bieten, diesen ganzen Schutz zu umgehen. Jetzt fragt ihr vielleicht, warum nicht einfach ein Capture? Das macht jede andere Website genau so. Das soll ja quasi Bots genau entlarven, dazu sind Captures da. Aber ganz einfach, Captures brauchen Cookies und die will Startpage nicht haben. Aber ohne Cookies funktionieren Captures nicht. Also es geht eigentlich nicht mit dem, was Startpage euch verspricht, nämlich keine Cookies, keine Tracking-Cookies. Ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine konsequente Lösung, wenn ihr mich fragt. Es gibt auch sogenannte Trustless-Modelle. Das ist meiner Meinung nach ein Modell, das immer mehr im Kommen ist. Jedoch wird die Umsetzung für Suchergebnisse und Suchmaschinen, denke ich, ziemlich schwer. Aber generell würde das mit Blockchain-Technologien gemacht werden. Die sind dahinter die treibende Kraft, aber dazu erfahren wir in einem separaten Video hoffentlich noch mehr. Also, nochmal die Frage, wie können wir jemandem vertrauen, der uns anonyme Dienste anbietet? Wie können wir in diesem Beispiel Startpage vertrauen? Deswegen wollte ich dieses Interview haben. Natürlich ist das Ganze am Ende trotzdem eine Vertrauensfrage, aber jetzt ist natürlich die Frage, warum ich nicht einfach bei denen auf dem Server mal so eben ein Audit mache und mir das mal alles wirklich komplett im Detail mit meinem technischen Wissen angucke, ob das wirklich alles so stimmt, was die da sagen. Aber natürlich, erstmal müssten die mir den Zugriff geben, und wer sagt mir denn, dass sie nicht einfach davor alles ändern und im Nachhinein alles wieder zurückändern? Ihr seht, ohne Vertrauen ist das Ganze quasi nicht möglich. Das Startpage-Versprechen ist eigentlich, dass keine persönlichen Informationen gespeichert werden, keine IPs, keine Logs, keine Browser-Informationen und somit natürlich auch gar nichts geteilt werden kann mit irgendwem anders. Auch nicht mit der eigenen Firma, aber dazu kommen wir gleich noch. Um das zu beweisen, hatte Startpage bis 2017 übrigens als einzige Suchmaschine überhaupt ein Zertifikat einer europäischen staatlich finanzierten Instanz, die unabhängig sich für Datenschutz eingesetzt hat. Diese Zertifizierungsinstanz wurde aber dann 2017 ein privates Unternehmen und hat sehr, sehr viel an Wert, an Ansehen in der Datenschutz-Community verloren. Und da so eine Zertifizierung sehr viel Geld kostet und es keine richtig gute Alternative dafür gab, hat Startpage dann ab 2017 aufgehört mit dieser Zertifizierung. Das
wäre übrigens etwas, falls ihr irgendwie in höheren Ämtern oder sowas sitzt. Es wäre mega nice, wenn wir wirklich so eine Zertifizierungsinstanz für Datenschutz haben, die auch noch unabhängig ist und die sowas dann wirklich überprüfen kann. Und damit meine ich natürlich nicht die DSGVO. So eine Erklärung, die kann einfach alles beinhalten. Da kann drinstehen, yo, ich schicke alle meine Daten über private Daten bis hin zu irgendwelchen Pille-Palle-Daten komplett in die ganze Welt rein. Das ist okay, wenn das da drin steht. Das ist halt nicht Datenschutz. So eine Zertifizierungsstelle wäre ziemlich geil. Das, was am nächsten rankommt, war dann 2019 Stiftung Warentest. Die haben Startpage als Testsieger eben wegen dem strengen Datenschutz ausgezeichnet. Und das ist das, was so ein bisschen am nächsten rankommt. Aber wo wir gerade beim Thema Datenfluss sind: Wie fließen eigentlich Daten bei Startpage? Die Daten sollen natürlich eben auch nicht zu Google fließen und die Suchergebnisse müssen aber trotzdem irgendwie zu euch kommen. Darum haben sie sich technisch dann auch gekümmert. Im Endeffekt, wenn ihr auf Startpage etwas sucht, dann wird ein Aufruf an den Server von Startpage geschickt. Natürlich verschlüsselt, wie immer. Für europäische Nutzer und Nutzerinnen sind das eben ausschließlich Server in einem europäischen Rechenzentrum, also nicht in der Cloud. Und niemand, ich habe da extra nochmal nachgefragt, kann da rein, außer den europäischen Admins von Startpage. Die Suchanfrage, die ihr an den ersten Server geschickt habt, wird dann anonymisiert. Sprich, alles außer der Suchanfrage selbst und euren Filtern, also zum Beispiel eure Sprache, die ihr eingestellt habt, die eben für die Suche wichtig sind, alles außerdem wird entfernt. Das heißt, die sind danach einfach weggelöscht, aus der Anfrage raus. Dieser Anonymisierungsprozess, der beinhaltet eben auch sowas wie Fuzzing oder Randomisierung von irgendwelchen Metadaten, die Informationen über euch enthalten, die normalerweise eben bei jeder Anfrage an eine Website eben dabei sind und dann eben halt rumgewurstelt werden, damit halt Google nicht misstrauisch wird, ne? Aber ja, das macht Startpage da für euch und die anonymisierte Suchanfrage, die wird jetzt an einen anderen Server von Startpage in der Cloud weitergegeben. Warum Cloud? Naja, der muss eben schnell sein. Denn ja, ansonsten dauert es ewig, bis die Suchergebnisse bei euch sind und das möchte, glaube ich, auch niemand. Und dieser Server wiederum, der fragt dann bei Google nach einem Suchergebnis. Und diese Suchergebnisse, die werden dann erst zurück an den ursprünglichen Server geleitet und erst dann an euch geschickt. Also agiert Startpage eigentlich als eine Art Proxy zwischen euch und Google. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit diesem Startpage-eigenen Feature, das ich mal kurz angesprochen habe. Das nennt sich anonyme Ansicht. Robert hatte das auch im Interview mehrfach betont, wie besonders dieses private Ansicht-Feature aus Sicht eben der Privatsphäre ist. Denn die Leute wollen laut ihm eben nicht nur anonym suchen, sondern auch finden. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich mit einer Suchmaschine machen möchte. Ich will nicht nur suchen, ich will finden. Ja, ich will eine Website aufrufen. Also habe ich die Funktion für euch noch ein bisschen getestet und ich muss sagen, ich bin eigentlich echt zufrieden. Ihr könnt nämlich damit die Seiten in den Suchergebnissen anonym öffnen. Das ist ein Webproxy, heißt das ganze Ding, den ihr da aufruft. Also im Endeffekt, Startpage ruft die Webseite für euch auf. Ja? Das heißt, ihr seht eigentlich nur startpage.com, aber die rufen im Hintergrund die Webseite dann bei euch auf und zeigen sie euch an. Auch dabei werden dann eben alle Meta-Infos gleich wie oben von euren Aufrufen entfernt. Und ihr könnt dann in der anonymen Ansicht ganz normal surfen, habt die IP-Adresse der Startpage-Server, also wie bei einem VPN sozusagen, und die Cookies der Webseite, die werden für Startpage gesetzt und nicht für euch, also für euren Browser. Das heißt, die anderen Websites, die werden niemals erfahren, dass ihr sie überhaupt besucht habt. Sie sehen eben nur, dass Startpage sie besucht hat. Dazu kommt, dass eure Verbindung natürlich verschlüsselt zu Startpage geschickt wird. Das heißt, auch wenn die Website zum Beispiel selber kein HTTPS hat, das ist dann trotzdem verschlüsselt. Das ist relevant natürlich vor allem in öffentlichen Wi-Fis und ja, da bietet das Ganze noch einen kleinen Schutz mehr. Ist eigentlich ziemlich cooles Feature. Alles in allem also wie ein VPN mit Fingerprinting-Schutz und Cookie-Entferner. Der größte Haken bei der anonymen Ansicht meiner Meinung nach ist, dass man sich überhaupt nicht einloggen kann und Formulare nicht ausfüllen kann. Das geht aus Datenschutzgründen natürlich nicht. Aber ja, da kommen wir dann ein anderes Mal zu. Also das sind tatsächlich alles Features, die ziemlich spannend sind für anonymes Surfen insgesamt. So ein Service wie Google hat aber natürlich noch mehr Features. Ja? Die haben zwar keine anonyme Ansicht, aber die haben noch ein paar Features, die ziemlich geil sind. Und wenn man die nicht hat, dann hält das einen Nutzer davon ab, eben zu einem anderen Anbieter zum Beispiel zu wechseln. Darunter fällt Maps.
Darunter fällt die Bildersuche, darunter fällt die Übersetzung und eben andere Instant Answers, die bei Google immer ganz oben angezeigt werden, die sind halt schon ziemlich geil. Deswegen will Startpage eben mehr solche Funktionen ausbauen, sodass man die Antworten dann eben auch bei den Suchanfragen schon direkt bei Startpage empfangen kann und nicht erst auf die Websites gehen muss. Das heißt, da arbeitet man tatsächlich direkt dran. Wenn ihr jetzt also nach bestimmten Stichwörtern sucht, dann kann Startpage mittlerweile kurze Antworten schon auf der Suchergebnisseite direkt anzeigen. Es gibt außerdem zum Beispiel StartMail, das ist ein Schwesterunternehmen von Startpage, aber wie gesagt, Mails, extra Thema, extra Video, da muss ich mich separat drum kümmern. Und es gibt Features wie zum Beispiel die Bildersuche, Wetterberichte, Währungsrechner, Übersetzung, Shopping, alles eben mit Fokus auf Privacy. Robert hat mir heute außerdem gesteckt, also ich hatte heute das Interview und er hat mir heute gesteckt, dass sie an einer App arbeiten und an einem Feature, das quasi Google Maps nur mit Privacy-Fokus ist. Das ist schon ziemlich geil. All das braucht aber natürlich sehr viele Entwickler und damit sehr viel Geld, womit wir zum nächsten Punkt kommen. Wie finanziert sich Startpage eigentlich? Wichtig für Vertrauen ist auch immer natürlich, dass nicht von einem Tag auf den anderen Tag einfach alles umgestellt werden kann oder doch plötzlich Tracker eingebaut werden. Und hier kommt die Unternehmensstruktur ins Spiel. Startpage ist natürlich eine Firma. Eine Firma muss Gewinne machen, da sie Angestellte, die Entwicklung und eventuell neue Projekte finanzieren muss. Lasst mich auf jeden Fall so viel spoilern, Informatiker sind schon nicht so günstig. Ja. Hier also die Frage, wer genau entscheidet denn eigentlich bei Startpage? Und hier kommen wir zu einem kritischen Punkt, denn Startpage bekam 2019 von einem US-amerikanischen Data Science Unternehmen ein ordentliches Investment. Das habt ihr mir auch in den Kommentaren gesagt. Das Unternehmen heißt System1 und besitzt die Privacy One Group zu 100%. Diese wiederum besitzt mehrheitlich jetzt die Anteile an Surfboard Holding, welcher wiederum Startpage gehört. Einige von euch hatten daher die Frage gestellt, inwiefern eigentlich System1 Einfluss auf Startpage als Produkt hat. Laut Robert wurde unter anderem vertraglich geregelt, dass Startpage die alleinige Entscheidungsmacht bei Privacy-Technologien hat. Wichtig ist jedoch hier Folgendes im Kopf zu behalten: Auch Privacy ist ein Marketing-Ding mittlerweile. Dieses Video hier wird finanziell von Startpage unterstützt. Sie haben sich also dazu entschieden, bei einer Zielgruppe zu werben, die speziell auf Privatsphäre viel Wert legt. Würde da auch nur eine Sache passieren, die Vertrauen zerstört, würde Startpage den Großteil seiner Kunden wieder verlieren. Das ist wahrscheinlich nicht mal entfernt in ihrem Interesse. Aber wozu dann eine Werbefirma wie System1? Robert sagt, das Ganze war ein sehr wertvolles Investment, um das ganze Produkt um Startpage drumherum weiterentwickeln zu können. System1 hat zudem Erfahrungen mit Suchmaschinen und laut deren Aussage auch den Wert von Privacy verstanden. Das heißt, die Investition von System1 hilft bei der Weiterentwicklung des Produkts und des Portfolios, während sich Startpage darum kümmert, dass die Privacy eben passt. Bleibt die Frage, wie finanzieren die sich denn eigentlich, wenn nicht mit personalisierter Werbung, wie Google das tut? Das Versprechen von Startpage ist, dass euch Werbung angezeigt wird, die ausschließlich auf euren Suchbegriffen basiert und auf exakt null Informationen von euch als Person. Man kann ja auch Werbung schalten, ohne Informationen von seinen Usern zu haben. Ich zum Beispiel bekomme relativ wenig Informationen von YouTube über euch. Ich könnte das Alter im Durchschnitt sehen, ich könnte sehen, aus welchem Land ihr kommt und wie lange ihr meine Videos jeweils geguckt habt. Aber viel wichtiger ist doch, ich weiß doch, was ich für Videos mache und was ihr euch anguckt. Meine Videos haben Technikbezug, sie haben Fokus auf Privatsphäre, auf IT-Sicherheit und Hacking. Gelegentlich kommt ein Schuss politische Meinung mit rein und Gesellschaftskritik finden wir auch. Aber eben alles im digitalen Bereich. Tja, also ich finde, ich sollte DM anschreiben und meine eigenen Beauty-Produkte bewerben, oder? Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder ein tolles Beauty-Tutorial. Heute mit dem Bartbalsam von Dove. Einfach ein bisschen von dem Bartbalsam auf die Finger schmieren und in den Bart rein. Und nach ein paar Minuten riecht es nicht nur ganz toll, sondern sieht auch super aus, findet ihr nicht? Es sollte klar sein, dass solche Werbung für euch weniger relevant ist als jetzt Werbung für Startpage oder meine anderen Partner. Das heißt, ich suche mir meine Werbepartner basierend auf meinem Inhalt und weil ich sie selbst bewerben möchte natürlich auch. Das gleiche macht im Endeffekt auch Startpage. Ihr sucht nach JavaScript-Bugs, dann bekommt ihr Werbung für SonarQube. Das Ganze ist also inhaltsbasiert.
Und laut Robert wird da null mit Data Science gemacht bei Startpage, denn laut ihm gehen Data Science und Datenschutz einfach nicht zusammen. Das sind aber grundsätzlich trotzdem alles Aussagen, die auf Vertrauen basieren. Ihr müsst Robert Beams vertrauen, der diese Aussagen getätigt hat. Ihr müsst Startpage vertrauen, dass sie nicht einfach so von heute auf morgen ihr Geschäftsmodell komplett ändern und doch zur Datenkrake werden. Und ihr müsst den Administratoren dort vertrauen, dass sie keinen Fehler gemacht haben und doch Daten nicht richtig rausgefiltert werden. Aber grundsätzlich muss sich auch jeder Mensch im Klaren sein, was sein eigenes Bedrohungsmodell ist. Warum willst du im Internet eigentlich anonym sein? Möchtest du nur den personalisierten Ergebnissen von Google entkommen, die dich in deiner Blase gefangen halten? Oder möchtest du verhindern, dass ein Profil über dich angelegt wird und du als Mensch für Google oder Microsoft oder Apple zum offenen Werbebuch wirst und alle deine Interessen offen stehen? Oder möchtest du tatsächlich keinerlei Spuren im Internet hinterlassen, bist allem und jedem gegenüber misstrauisch und hostest sowieso jeden Dienst selbst? Mindestens in den ersten Beispielen kann ich Startpage empfehlen. Solltest du von einem nicht ganz so freien Staat verfolgt werden, kannst du zwar auch Startpage benutzen, aber du musst natürlich Vertrauen mitbringen. Und grundsätzlich ist die Nutzung einer anonymen Suchmaschine ja auch nur ein Teil eurer Anonymität. Verschleiert ihr eure Daten? Verschleiert ihr eure Nutzungsart, dann ist eine Zuordnung an euch natürlich noch viel schwieriger. Dazu findet ihr aber mehr Infos in der Endcard natürlich auch. Euer eigenes Bedrohungsmodell ist aber tatsächlich auch ein Thema für ein extra Video. Das Thema ist sehr komplex und aber auch sehr wichtig. Mehr Anonymität aber als bei meisten anderen Suchmaschinen ist bei Startpage auf jeden Fall gegeben. Und ebenso gibt es mehr Features, vor allem Ergebnisse, mit denen ich persönlich viel anfangen kann. Daher gibt es an dieser Stelle von mir durchaus eine Empfehlung für Startpage, weswegen ich sie natürlich überhaupt erst als Partner für dieses Video ausgewählt habe. Ihr findet einen Link zu Startpage natürlich in der Beschreibung. Vergesst nicht direkt auch die Suchmaschine auf euren anderen Geräten zu wechseln, denn man vergisst sowas halt sehr, sehr schnell leider wieder. Und schreibt mir außerdem, welche Themen ihr rund um Privacy noch wissen wollt. Ich habe zum Beispiel schon sehr häufig die Frage nach dem richtigen VPN bekommen, ungefähr einmal pro Tag, und da gibt es wohl dann auch bald ein Video zu. Bis dahin, danke an Startpage für die Transparenz und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.